Herzlich willkommen zu diesem Video, wo ich die ersten Schritte im Stahlbau zeigen möchte. Ich habe dieses Video bzw. diese zwei Videos bereits vor 10 oder 11 Jahren schon mal gemacht und möchte hier einfach mit der aktuellen HiCAD-Version dies nochmal zeigen. Ich werde in diesem Video einfach ein kleines Carport zeichnen, um einfach die unterschiedlichsten Konstruktionstechniken und Möglichkeiten mit HiCAD und Helios zeigen. Ich beginne dieses Projekt, indem ich hier in Kombination mit Helios ein neues Projekt anlege. Dem Projekt gebe ich natürlich eine Projektnummer. Dies soll jetzt bei mir sein 230502. Das wäre das Datum. Im Prinzip gebe ich hier an, in welchen Projektordner soll das kommen, also Projekte 2023. Gebe den Projektnamen an, das heißt das Carport, und kann hier diverse Voreinstellungen definieren. Damit habe ich einfach nur die Vorbemerkungen des Projektes definiert und erzeuge hier mit neu eine neue Konstruktion. Dieser Konstruktion kann ich unterschiedlichste Eigenschaften mitgeben, die hier in diesem Fall eher nebensächlich sind. Ich gebe hier noch einen Bauabschnitt und einen Fertigungsabschnitt, der für meine Einstellung wichtig ist. Grundsätzlich ist es in HiCAD so, dass ich hier im 3D-Bereich zeichne. Das heißt, ich habe hier meine unterschiedlichsten Darstellungsarten und kann hier wie gewohnt mit einer neuen Skizze starten. Oder ich bekomme eine Punktwolke oder wie auch immer. So, in diesem Fall starte ich mit einem Rechteck, kann dies mit der Leertaste auch gleich definieren. Das heißt, ich möchte hier die Grundplatte des Carports mit 8 Meter mal 4 Meter haben. Und zugleich wird mir hier meine Grundplatte in Form einer Skizze erzeugt. Wie gewohnt kann ich natürlich hier mit den Bauwesenfunktionen hier zum Beispiel allgemeiner Baustoff als Umrandung eine Betonplatte daraus erzeugen. Ich kann hier unter den unterschiedlichsten Halbzeugen natürlich auch auswählen. Diese kann ich auch wie gewohnt weiter erweitern. So, man sieht hier im ersten Schritt wurde mir hier mein erstes Style, also mein Beton 250 erzeugt, welches ich auch hier über das sogenannte Feature jederzeit abändern kann bzw. korrigieren kann. Ich habe hier in diesem Fall die Betonplatte von 250 auf 200 mm Stärke abgeändert. In HiCAD ist es natürlich möglich, mit verschiedensten Ansichten zu arbeiten, was für Benutzer, welche aus dem 2D-Bereich kommen, natürlich sehr wichtig ist. Das heißt, ich gehe auf den sogenannten Ansichtsrahmen, das ist dieser Rahmen um die Teile herum, mit der rechten Maustaste und kann hier in diesem Fall als Beispiel 4 Standardansichten erzeugen. Diese wurden mir hier erzeugt und ich kann diese auch sofort mittels Drag and Drop an meinen gewünschten Bereich ziehen, damit diese Ansichten nicht so eng beieinander sind. Für mich ist es natürlich immer sehr wichtig, dass ich hier die Struktur sauber aufbaue. Das heißt, ich kann hier mit der rechten Maustaste eine neue Strukturbaugruppe erzeugen, welche hier meine Bauseitsdaten beinhaltet. Für mich ist wichtig, ich möchte diese Teile nicht in der Stückliste haben, deswegen möchte ich hier die Stücklistenrelevanz ausnehmen. Weiters möchte ich hier noch, wie vorhin gesagt, ein Carport erzeugen. Das heißt, ich beginne hier mit meiner Struktur, welche mein Carport beinhalten wird. Die gelben Rufzeichen deuten nur an, dass diese Teile noch nicht gespeichert sind. Mittels dem Knopf Speichern werden mir die Teile gespeichert und die gelben Rufzeichen sind weg. Sehr viele Anwender wollen natürlich auch mit einem Achsraster arbeiten. Dies kann ich natürlich auch machen. Das heißt, ich habe hier natürlich die Möglichkeit, dass ich hier einen sogenannten 3D-Raster erzeugen kann, welchen ich mit den unterschiedlichsten Werten, Achsanzahlen definieren kann und diesen kann ich natürlich auch wie gewohnt in HiCAD
einfügen oder auch jederzeit abändern. Das heißt, das wäre meine X-Achse, kann natürlich hier die Anzahl nach oben oder unten gehen, einen festen Wert als Beispiel angeben und auch die Bezeichnung abändern. HiCAD ist es jedoch völlig egal, ob ich mit einem Achsraster arbeite oder nicht. Also ich muss nicht zwingend mit einem Achsraster arbeiten. Ich kann. Viele wollen das natürlich, kann ich natürlich auch jederzeit, wie man es hier sieht, auch machen. Ich möchte hier in diesem Fall natürlich ohne Raster arbeiten, da es bei mir für ein Carport eigentlich ein bisschen übertrieben ist. So, ich möchte hier in dieser 3D-Ansicht arbeiten. Man sieht hier an dieser Ansicht, diese Ansicht mit dem grünen Rahmen ist aktuell aktiv. Sobald ich ein Teil in dieser Ansicht anklicke, wird automatisch diese Ansicht aktiv. Ich kann natürlich jederzeit auch mit der 3D-Maus die Ansicht zu mir ziehen oder drehen, wie ich es für mich als richtig empfinde. Ich erzeuge mir hier eine sogenannte Bearbeitungsebene, welche ich hier sehr schön auch mit der Vorschau definieren kann, und auf dieser Bearbeitungsebene möchte ich in weiterer Hinsicht weiterarbeiten. Ich gehe als erstes in den Stahlbau und wähle hier aus meiner Normteilbibliothek meine Profile, welche ich hier einbauen möchte, aus. Das heißt, diese Normteilbibliothek kann natürlich auch beliebig erweitert werden. Ich habe die unterschiedlichsten Werkstoffe und mittels OK kann ich hier auf dieser Ebene mein Profil mittels Vorschau sofort einbauen. Ich kann natürlich auch sehr einfach die Drehung des Profils definieren und mit der mittleren Maustaste wird mir hier dieses Profil auch sofort eingebaut. In diesem Fall habe ich sehr einfach 3 Profile eingebaut, welche hier in meiner Teileliste erscheinen. Diese kann ich wie gewohnt mit Drag und Drop in die richtige jeweilige Struktur verschieben und man sieht auch sofort, dass diese Profile, die ich hier eingebaut habe, sofort in allen Ansichten vorhanden sind. Ich kann natürlich jederzeit mittels Doppelklicks auf das Feature den Profilquerschnitt ändern und den jeweiligen Erfordernissen der Statik zu gewährleisten. Man sieht es hier schön, es hat sofort in jeder Ansicht geändert. Ich kann natürlich auch mit Mehrfachauswahl dasselbe auch machen. Ich möchte einfach nur zeigen, wie einfach man hier die Werte oder beziehungsweise die Profile auch abändern kann. So, jetzt sieht man, ich habe meine Profile geändert. Jetzt möchte ich eher auf die Geometrie eingehen und sehe, dass ich hier diese Profile auf dieser Ebene eingebaut habe. Ob das jetzt falsch war oder nicht, für mich ist immer wichtig, dass ich dies relativ einfach ändern kann. Dazu kann ich hier auch die Darstellungsart ändern, um dies ein bisschen schöner zu sehen. Mittels gedrückter linker Taste und rechter Maustaste kann ich hier die übergeordnete Teile anklicken und kann hier mit dem Befehl Verschieben 2D über 2 Linien diese Kante an die Außenkante platzieren und kann zusätzlich noch 250 mm dazuziehen. Das heißt, diese Kante ist danach nach dem OK 250 mm nach innen versetzt. Zur Kontrolle werde ich hier einfach mal ein Maß in die Konstruktion reinsetzen und da ich hier noch im Maßstab 1:1 bin, sieht man hier das Maß 250. In HiCAD ist es so, man zeichnet immer 1:1, egal welchen Maßstab man verwendet. Das heißt, ich werde hier ganz bewusst mal den Hauptmaßstab abändern und als Beispiel auf 1:10 stellen. Und der einzige Unterschied, der jetzt anders ist, dass die Bemaßungen, die man ergänzt, das heißt, wenn ich hier noch ein weiteres Maß ergänze, dass diese einfach größer dargestellt werden. In der Seitenansicht sehe ich, dass die Profile, sprich das horizontale Profil waagerecht liegt und ich möchte natürlich hier eine Neigung haben und
Dies kann ich sehr einfach mit der rechten Maustaste machen und kann hier sagen drehen um einen Punkt und gebe hier einfach einen Punkt an und sage in diesem Fall in die positive Richtung möchte ich 5 Grad haben und mir wird das Profil auch sofort gedreht. Wichtig ist natürlich, dass ich hier auch gewisse Abstände einhalte, die mir vorgegeben sind. In diesem Fall nehme ich hier diese hintere Kante vom Profil zur hinteren Kante des Betons und ich möchte hier auch 250 mm haben. Danach möchte ich den Außenabstand, also diese Kante zu dieser Kante ändern. Und in diesem Fall habe ich 3405. Ich möchte hier minus 3500, sprich einen Abstand von 3500 mm haben. Man sieht hier, das habe ich jetzt natürlich selbst auch falsch gemacht, da ich das falsche Profil angeklickt habe. Das heißt, ich gehe hier auf Zurück und ich muss natürlich dieses Profil verschieben. Das heißt, dieses Profil verschieben, die Außenkanten und hier gebe ich natürlich die 3500 ein. So, natürlich die Kontrolle, das heißt, ich habe hier die 250 und hier das Außenmaß noch mit 3500. Als nächstes möchte ich hier irgendeine Höhe definieren, die mir vorgegeben ist und ich nehme hier in diesem Fall diesen Schnittpunkt, diesen theoretischen Schnittpunkt, den man hier sehen würde und möchte hier eine fixe Höhe haben. Das heißt, ich gehe hier wieder hin, rechte Maustaste und kann hier diesen Schnittpunkt direkt in dieser Vorderansicht anwählen und hier den lotrechten Punkt angeben und ich möchte hier in diesem Fall 2080 als Oberkante haben. Sehr einfach habe ich das jetzt natürlich geändert und jetzt komme ich zu meinen Profiloptionen. Das heißt, ich möchte hier in diesem Fall diesen Träger unten mit einem Luftspalt von 10 mm angeben. Dieses Profil an dieser Kante, dieses Profil an dieser Kante. Natürlich kann ich hier in diesem Dialog auch einen negativen Wert eingeben. Das heißt, ich möchte dieses Profil vorne und hinten um 500 mm gerade abschneiden. Diese ganzen Bearbeitungsfunktionen werden mir hier natürlich auch protokolliert und ich kann auch jederzeit diesen Wert sofort abändern. In diesem Fall habe ich hier die 1000 definiert. Hier die 1000 und hier in diesem Fall die 500. So, im nächsten Schritt möchte ich hier ein bisschen auf die Kopierfunktionen eingehen und ich werde hier in diesem Fall als erstes noch eine Struktur dazwischen einbauen. Das heißt, ich möchte hier diesen sogenannten Rahmen haben, welcher mir hier auch nur als Strukturierung helfen soll und verziehe diese Profile einfach in diesen Rahmen. Wenn ich hier mit der links gedrückten und danach rechten Maustaste zum Beispiel hier auf diese sogenannte parametrische Wiederholen gehe, kann ich hier in diesem Fall ein Muster auswählen und kann hier die unterschiedlichsten Varianten definieren und ich möchte hier einen maximalen Abstand verwenden, in diesem Fall von in diese Richtung, von diesem Punkt zu diesem Punkt. Ich habe hier natürlich einen Abstand von 10 drinnen, das ist ein bisschen zu wenig, das heißt, ich möchte einen maximalen Abstand von 2500 und hinten soll es mir auch um 300 zurückbleiben, also 300 natürlich so zurückbleiben und ich sehe auch sofort die Aufteilung und kann hier in diesem Fall mit meinen Werten jederzeit spielen und dies auch bestätigen. Natürlich kann ich hier auch die unterschiedlichsten Varianten abändern. Das heißt, wenn ich hier in diesem Fall auf die übergeordnete Gruppe gehe, kann ich hier die Tellerwiederholung jederzeit abändern und auch die Möglichkeit der Definition abändern. In diesem Fall möchte ich jetzt einfach mal 3 Kopien oder 2 Kopien. Ich werde hier bei 2 Kopien bleiben und mittels OK habe ich diese Reihe weiter kopiert. Man sieht hier, ich habe eigentlich sehr einfach diesen Rahmen erzeugt und ich möchte hier
die gewisse Konstruktionstechniken nutzen, um weitere Bearbeitungen sehr schnell und einfach zu machen. Das heißt, ich möchte hier in diesem Fall diesen Rahmen referenzieren. Das heißt, dieser soll mir gleich behandelt werden. Und ich möchte dies innerhalb dieser Konstruktion machen und alle gleichen Teile, sprich alle gleichen Rahmen, sollen mir zusammengefasst werden. So, die Rahmen haben wir kurz aufgeleuchtet. Das heißt, ich kann hier sofort ganz einfach einen Rahmen anklicken, an einen Träger, so muss ich sagen, natürlich anklicken, kann hier meine Werte definieren, wie stark meine Fußplatte sein soll, welche Überstände möchte ich haben. 2020, welche Verschraubung möchte ich haben, sprich welchen Anker, welchen Raster möchte ich haben, das heißt, das kann ich hier alles definieren mit meinen Abständen, die ich hier haben möchte, das heißt der Abstand links, der Abstand rechts, in diesem Fall links, rechts wäre hier 50-50, das heißt 100 der Abstand, ich kann den natürlich jederzeit auch abändern. Welche Schweißnähte möchte ich am Futterblech haben und möchte ich einen Sockel haben, und mit OK baue ich diesen Anschluss hier in diesem Fall einfach ein. Man sieht hier sofort, dass dieser Anschluss an allen gleichbleibenden Rahmen auch eingebaut worden ist. Ich kann natürlich jederzeit diesen Anschluss auch weiter kopieren, das heißt, in diesem Fall möchte ich kopieren und möchte diesen Anschluss auf der vorderen Seite auch haben. Wenn der erzeugt worden ist, bin ich noch im Befehl drinnen und klicke die mittlere Maustaste und somit wird mir auch dieser Anschluss weiter kopiert. Ich gehe zum nächsten Anschluss und möchte hier diese Profile miteinander verbinden. Ich habe im Grunde genommen auch die Möglichkeit, hier Tastanschlüsse zu wählen. In diesem Fall für diese Kombination gibt es natürlich keinen. Das heißt, ich muss mir hier diesen natürlich auch selbst definieren. Ich kann natürlich hier meine Steifen definieren, vorne, hinten. Welche Verschraubung möchte ich wieder haben? Hier kann ich natürlich auch jederzeit aus meiner Schraubenbibliothek die unterschiedlichsten Verschraubungen zusammenstellen mit den Dimensionen. Welchen Raster möchte ich haben? Das heißt, ich möchte hier beim inneren Abstand möchte ich auch noch die Distanz abgreifen und hier auf das Wurzelmaß von diesem Profil gehen. Und welche Galvanisierung, die Schweißnähte wieder, die Futterbleche. Das heißt, ich kann das hier jederzeit einstellen. Ich kann natürlich auch gleich umdrehen sagen und mit OK habe ich hier diese Verschraubung mit diesem Anschluss auch eingebaut. Wie gewohnt kopiere ich diesen Anschluss nach vorne und habe somit meine Rahmen sofort abgeändert. Ich kann natürlich hier noch weitere Rahmen weiter kopieren und diese würden mir hier auch als gleich gelten. In diesem Fall ist es aber so, dass ich hier diesen Rahmen im ersten Schritt fertig habe und ich möchte diesen jetzt individuell weiter bearbeiten. Das heißt, ich möchte hier diese Referenzierung nicht mehr nutzen und lösche diese. Das heißt, ich sage hier in diesem Fall Referenzierung löschen, aktives Teil plus die gleichen Teile, und das R, was bei den Rahmen gestanden ist, ist jetzt verschwunden. Jetzt kann ich noch mit den unterschiedlichsten Kreuzverbänden arbeiten und möchte hier die auch noch einbauen und sagen zum Beispiel dieses Profil mit dem Profil, gehe wieder die Werte durch, welche Befestigungstypen, welche Anschlusstypen, welche Anschlusspunkte, welche Geometrie, was ich die alles einstellen kann, welche Schweißnähte möchte ich definieren, und mit OK baue ich diesen Anschluss ein, kann ich natürlich auch wiederum wie gewohnt jederzeit abändern. Ich kann natürlich jederzeit diese Anschlüsse auch kopieren, das heißt, ich kann wieder sagen, also natürlich diese Art von Anschluss kann nicht kopiert werden, habe ich jetzt falsch gesagt. Das heißt, dann starte ich den Dialog nochmal und wähle die Profile, an denen ich einen weiteren Kreuzverband haben möchte,
an und dieser Anschluss wird mir hier wieder erzeugt. Somit kann ich sehr einfach diese Konstruktion erzeugen. Im nächsten Schritt möchte ich hier oben noch Profile einbauen. Das heißt, ich habe mir hier eine Ebene gelegt und kann mir hier wiederum aus meiner Profilbibliothek meine Profile auswählen. Das heißt, ich möchte hier ein i-Profil oben aufbauen. Das heißt, ich klicke den Punkt an von hier nach zur Mitte, gebe den Einfügepunkt, das sehe ich hier dann schön an. Ich möchte hier diesen Einfügepunkt oben oder außen angeben und habe hier sehr einfach dieses Profil eingebaut. Ich möchte natürlich hier dieses Profil auch gleich weiter kopieren, das heißt in diese Richtung mit dieser Kantenlänge und habe hier somit auf der zweiten Seite dieses Profil auch drauf. So, ich möchte hier im nächsten Schritt bei meinem Carport hier noch das Dach definieren, wo meine Profile auch dann sofort verschoben werden. Das heißt, hier ist mein Dach. Könnte ich natürlich auch noch zu meinem Carport dazu ziehen. Jedoch habe ich hier diese Profile drinnen. Ich möchte hier diese Profile wieder aufteilen. Das heißt, ich kann hier wieder mit dem parametrischen Raster arbeiten. In diesem Fall sage ich hier in diese Richtung. Möchte hier mit diesem Startpunkt beginnen. Möchte hier bis zu diesem Punkt gehen. Gebe hier noch einen Abstand an. Das heißt, kann hier natürlich jederzeit hier mit der Vorschau arbeiten. In diesem Fall und die Werte auch abgreifen. Wenn man so wie ich in diesem Fall jetzt nicht weiß, auswendig, muss man raten. So, ich kann natürlich hier auch gleich wechseln auf den Abstand, da ich den Abstand nicht weiß, aber den Zwischenabstand, den ich haben möchte, auf 800 heruntersetzen will, kann ich dies sofort erzeugen und habe hier diese Profile erzeugt.